stört mich der Schraubstock, der muss hier weg. Was ist, wenn wir ein Stativ bauen? Will ich das wie folgt machen. Ich arbeite oft an meinem Schweißtisch. Und oft habe ich irgendwo einen Schraubstock positioniert. Wir sehen aber das Problem. Wenn ich ein großes Bauteil habe, stört mich der Schraubstock, der muss hier weg. Aber ich brauche ihn ja wieder. Was können wir tun? Ich habe mir natürlich Gedanken dazu gemacht. Ich bin mir sicher, ziemlich viele von euch nutzen den Schraubstock am Schweißtisch. Warum? Weil der Schweißtisch schwer ist, der ist fest und da können wir rumkloppen und alles festmachen. Aber wie man sieht, echt ein Problem. Das heißt, der Schraubstock muss weg vom Schweißtisch, aber wohin? Und mir ist spontan eines Abends zu Hause beim Abendessen was eingefallen. Was ist, wenn wir ein Stativ bauen? Die Idee habe ich von einem Rohrstativ, das zeige ich dir gleich. Also, wir brauchen hier in irgendeiner Art was Verstellbares, weil es gibt unterschiedliche Größen. Das bedeutet, wenn ich jetzt unten arbeiten will, oben arbeiten will, muss der Schraubstock in der richtigen Position sein. Es muss verstellbar sein und es muss natürlich beweglich sein in meiner Werkstatt und es muss stabil sein. Dafür habe ich natürlich das Wichtigste bestellt, 2 Rohre und die sollen natürlich ineinander greifen können. Der Punkt ist, das hier ist ein 100er Rohr, aber schaut mal, mit 10er Wandung, also sehr stabil. Und das hier ist ein 80er Rohr und theoretisch müsste es eigentlich da reinpassen. Tut es nicht. Ich musste ganz leicht hier was abdrehen. Das habe ich hier mit der günstigen Vivo-Drehbahn gemacht. Und jetzt haben wir folgende Situation. Also Verstellung haben wir grob hin. Die Frage ist, wie befestigen wir das, dass es eben nicht wackelt und dass es auch sicher ist. Jetzt überprüfen wir erstmal die Arbeitshöhe. Wenn das später so auf dem Boden steht und unser Schraubstock dazu kommt, und das ist jetzt alles provisorisch, Jungs, so haben wir grob die Position. Ist das schon eine gute Position zum Arbeiten? Ich will es mal kurz zeigen. Kann ich gut mit dem Winkelschleifer arbeiten. Muss nicht so arbeiten. Wenn ich aber möchte, gehe ich hin und stelle das so an. Das heißt, ich habe hier den Arbeitsbereich. Das ist perfekt, genau das, was ich will. Also, erstes Problem haben wir gefixt. Jetzt habe ich mir nochmal Gedanken gemacht. Wenn wir uns so einen Schraubstock anschauen, das ist ja schon so eine massive Ausführung. Der kleine Schraubstock, den ich vorher hatte, ist für die Aufgaben zu unterdimensioniert. Deswegen habe ich ihn auch kaputt gemacht. Deswegen kommt dieser in Frage. Das Spannende ist, dieser Schraubstock hat nur 70 € gekostet. Das muss ich ja vorstellen, das ist 70 €. Und wir haben hier noch eine Funktion. Und jetzt können wir ihn tatsächlich sogar drehen. Wie cool ist das eigentlich? Mechanismus ist ganz einfach. Hier ist eine Innenplatte, die kannst du fixieren und das Ganze verstellen. Finde ich schon mal mega. Aber ich habe noch einen Schraubstock, den ich auch richtig geil finde. Das ist dieser Schraubstock, der auch sehr günstig war. Den kannst du nämlich drehen und in der Höhe verstellen. Möchte ich auch nutzen. Ich möchte mir aber keine 2 Stative bauen. Das bedeutet, die Anschlussplatte muss in der Lage sein, dass wir diesen und diesen Schraubstock mit fixieren können. Jetzt kommt aber das ganz große Problem, was ich nicht kann, das ist 3D konstruieren und zeichnen. Was wir aber brauchen, wenn wir nachher ein perfektes Ergebnis haben wollen. Also war für mich die naheliegende Lösung, ich nehme diese Skizze und gebe sie in eine künstliche Intelligenz, hier in dem Fall ChatGPT, rein, habe sogar noch ein Bild mit reingenommen, wie der Schraubstock aussieht, welche Rollen ich verwenden möchte und haben gesagt, mach mir dazu eine 3D-Zeichnung für FreeCAD. Zum Ergebnis kommen wir gleich. Ich möchte euch erstmal die Schwerlastrollen zeigen. Ich fand die richtig cool, weil durch dieses Verstellen hier kannst du das rausfahren lassen oder eben nicht. Dadurch kann es gleiten und dann kannst du es wieder hochstellen. Schwerlastrollen, sehr kompakt, sehen gut aus, fand ich als die perfekte Lösung. Der Punkt ist, wenn wir jetzt sagen wir das nicht als 3D-Zeichnung machen, dann müsste ich ja quasi alles ausmessen, eine Schablone machen, Teile zuschneiden, probieren, viele Vorgänge und dann wird es natürlich nicht so perfekt. Wird nachher nicht so wie von der Fabrik aussehen. Deswegen gehe ich jetzt hier den etwas schwierigen Weg, aber vielleicht ist es auch der einfache Weg. Und wie gesagt, ich habe mit all diesen Informationen ChatGPT gefüttert.
Ich habe ihm, wie gesagt, die Skizze gegeben, welche Rollen ich habe, den Schraubstock und meine Idee aufgeschrieben mit Rechtschreibfehler, das ist jetzt egal. Und habe ihm gesagt, er soll das in sehr hoch mir fertigstellen. Nach 14 Minuten und 10 Sekunden hat er mir ein komplettes Paket erstellt. Und ich gucke drauf und denke, das sieht interessant aus. Das hier ist eine Vorschau. Wie sieht denn die 3D-Zeichnung in FreeCAD aus? Ich möchte kein Geld jetzt für eine Software bezahlen. Ich möchte so einfach, wie es nur geht. Habe das Paket genommen, abgespeichert, das Makro in FreeCAD eingefügt und dann habe ich das Makro einfach ausgeführt. Und ich sitze so da und auf einmal keine Fehler und ich sehe mein Stativ. Es sieht natürlich nicht perfekt aus. Ich sehe direkt Konstruktionsfehler, aber für den ersten Schuss ist das schon enorm gut. Plus die Geschichte, wie er das Rohr in Rohr gearbeitet hat, plus zusätzliche Stifte zum Fixieren, wie man hier sieht, das hat er schon super umgesetzt. Wir sehen aber zwei Fehler. Oben die Anschlussplatte ist falsch verbunden, die Knotenbleche sind falsch und unten die Idee mit dem Rechteckrohr ist nicht schlecht, aber nicht zu Ende gedacht, also sehr umständlich gemacht. Plus ich wollte unbedingt, dass diese Rollen im System versteckt sind. Das bedeutet, dass der Schwerpunkt unten ist. Das bedeutet, das ganze Stativ soll schon fast auf dem Boden stehen und die Rollen sollen komplett drinnen sein. Hier in dem Fall nicht. Also habe ich dem ChatGPT-Prompt noch zwei Infos mitgegeben, habe gesagt, fix das. Nach 3 Versuchen kam das. Und da war ich schon baff. Der hat dann alles gedacht. Es ist noch nicht perfekt, aber das sind 99%, mit denen ich schon starten kann. Und jetzt schaut mal bitte, wie gut er das hier umgesetzt hat. Ich bin einfach zufrieden, wie er die Rollen da eingearbeitet hat. Natürlich, das Bodenblech ist noch nicht perfekt, aber das kann ich später einfach fixen. Ich muss jetzt hier nicht mit der Software rummachen. Ich kann jetzt direkt loslegen. Jetzt stellt sich eine andere Frage. Warum machst du das? Die 3D-Zeichnung hast du doch schon im Kopf gehabt. Ich möchte die Bleche perfekt ausschneiden. Wir können natürlich die Zeichnung jetzt uns rausholen, ausdrucken und mit dem Winkelschleifer die Teile passend zuschneiden. Wir haben hier aber kompakte Laserschneidsysteme und es wäre doch super, wenn ich diese ganzen kleinen Knotenbleche und Verbindungsstücke, die ich ja brauche, auf den Laser schmeiße und dort ausschneide. Und das versuchen wir jetzt auch. Ich möchte aber noch eine sehr wichtige Sache zu dieser ganzen Geschichte sagen. Dieses KI-Programm, das nimmt dir nicht die ganze Arbeit. Du musst hellwach dabei sein und wissen, was du willst, weil, bestes Beispiel, nach dem zweiten Prompt, wie man sieht, er hat die Rollen drunter gebaut, aber wir sehen hier, ja, komplette Lücke. Ja? Das bedeutet, der Anschluss ist gar nicht gegeben von der Konstruktion. Ne? Da musst du nochmal genau hingucken, das passt nicht, muss es nochmal nachpassen. Das heißt, diesen Gedankenprozess machst du ja schon. Er übernimmt die Arbeit und zeichnet dir das sauber. Dann kannst du hier natürlich mit FreeCAD über diverse Tools und Möglichkeiten dir eine 2D-Zeichnung, die XF-Datei erstellen, indem du alles ausblendest, was du nicht brauchst, damit du die Sachen sauber ausschneiden kannst. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe auch das ChatGPT gesagt, erstell mir bitte eine 2D-Zeichnung zum Schneiden, womit wir jetzt an unseren Laser gehen. Wir sind hier an einem Geweike-Laser, den ich euch auch vorstellen werde. Dazu kommt noch der Marcel. Da gibt es noch einiges zu berücksichtigen. Aber jetzt ist wichtig, was haben wir hier an Stahl drin? Ich weiß es nicht mehr, schon länger her. 6 mm Stahlplatte, perfekt. Die ist auch schon grob ausgerichtet. Wir fangen an, hier zu schneiden. Wichtig ist jetzt, die Datei zu importieren. Ich habe jetzt die Zeichnung von meinem Arbeitsrechner hier reingezogen. Und zum Glück, wenn ich jetzt hier auf Import gehe, und die Datei auswähle, seht ihr da, wir haben alle Teile, die wir brauchen. Jetzt heißt es nur noch ausschneiden. Wichtig ist jetzt, ich muss jetzt halt schauen, passen die Platten hier drauf, also gehe ich hier kurz mit der Fernbedienung auf Frame. Dann kann ich nämlich genau sehen, ja, passt perfekt. Wir haben hier den frischen Bereich. Der eine Punkt, der mir jetzt ein bisschen Sorgen macht, ich verlasse mich jetzt auf die erstellten Daten von ChatGPT. Ich habe mir das jetzt grob angeschaut von der Höhe. Ich hoffe, dass das nachher auf Millimeter passt, weil der Maßstab wirkt für mich jetzt gerade ein bisschen groß, aber wir versuchen es. Wir starten. Deckel zu, Affe tot. Wir können starten. Wir starten auch.
Markus, weißt du, was ich gerade sehe? Wir können uns nicht blind auf die Technik verlassen. Vor allen Dingen auf die KI. Ich muss jetzt unterbrechen. Ich drücke Stopp im Prozess. So. Warum zeige ich euch jetzt? Der Laser hat alles richtig gemacht. Ich sehe jetzt nur hier. Na, das ist noch gut warm. Ja, müssen wir ein Momentchen warten. Sekunde. Ja, ich habe so sehr gehofft, dass das klappt. Wobei, vielleicht passt es ja noch. Warte, ich hole mir das Dreieck auch noch mal dazu. Als ich ihm die Tabelle gegeben habe für die Rollen, dass er die nächstgrößeren genommen hat. So, dann sehen wir hier ein Problem. Das wird am Rohr angeflanscht sein. Das Teil ist da. Das ist soweit sehr gut. Und das sitzt, glaube ich, so. Oder sind andere. Müssen wir gleich mal gucken. Ist das nicht zu groß? Wobei, die müssen ja mal kurz keinen Fehler machen. Die drehen sich ja. Die brauchen ja den Space. Hat er das vielleicht mit berücksichtigt? Dass die sich mitdrehen müssen? Vielleicht ist ja doch alles gar nicht so verkehrt. Ich bin ja dann hoch, hier, und müsste einmal rumgehen. Und wenn das kleiner wäre, würde ich hiermit ankommen. Merkst du was? Weil die innen sitzen, braucht ihr schon den Space. Aha, das war die KI doch schlauer als ich. Ja, so würde ich komplett einmal rumkommen. Wir machen weiter. Jetzt ist die Frage, hat sich der Laser gemerkt, wo er stehen geblieben ist? Ich müsste einmal da drüber fegen, wegen der Teile. Eine Sekunde bitte. Ja, das geht gut. Der Punkt ist, das Ganze, das ist ja der erste Schuss. Das ist alles Try and Error. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das nachher perfekt ist, auch wenn die Zeichnung schon am PC war. Wir bauen das und finden es raus. Was ich aber noch mal sagen möchte, wenn das zum Erfolg führt und das wirklich ein gutes Stativ wird, was auch Praxis gut einzusetzen ist, werden wir natürlich eine Anleitung dazu machen, zumindest die Daten euch allen kostenlos zur Verfügung stellen. Also denkt jetzt nicht, ihr seht, oh, Igor hat hier einen Laser, der hat das und macht so, sondern denkt drüber nach. Wenn es funktioniert, werde ich die Zeichnung zur Verfügung stellen und dann kannst du dir das irgendwo ausschneiden lassen, kannst du ja online überall machen lassen. Ich möchte halt einfach diese Abläufe und diese Prozesse verstehen und das Ding so bauen, dass das wirklich gut einsetzbar ist. Aber was mir hier auffällt, ich meine, das sind 6 mm, Leute, ne? Dass das Ding schon ziemlich geil schneidet mit Luft. Guck dir das mal an. Guck mal, auch keine Schlacke. Wir können das jetzt nehmen und direkt verschweißen. Da ist minimal Zunder drauf. Da würde ich sagen, ab in die Werkstatt und guck uns das grob mal an, ob das überhaupt passt. Ja, ob das ein Problem ist, wird sich noch rausstellen. Wir sind ja in der Prototypenphase. Ich habe hier die Teile liegen, die wir ausgeschnitten haben. Auf ein paar Teile habe ich verzichtet, dazu kommen wir später. Wenn wir jetzt grob das angucken, das ist jetzt die Grundplatte. Da kommt ja unser Schraubstock später drauf. Na, das passt von der Größe, wobei ich hier beim Schneiden gesehen habe, dass die ursprüngliche Platte viel zu groß war. Also habe ich das in der Software skaliert, weil ich wusste, 300 mm Breite, zu groß, wir brauchen maximal 200. Haben wir schon angepasst. Das bedeutet, die Flanschplatte ist hier, das wäre ja quasi das Stück oben. Das bedeutet, das kommt hier an. Wir überprüfen, ob die Knotenbleche passen, die wir ausgeschnitten haben. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich so grob schaue, müssen das natürlich näher anschauen, habe ich dem nichts auszusetzen. Das sieht schon gut aus. Das gefällt mir. Es gibt nur noch einen Punkt. Wenn wir das Ganze hier drin haben, können wir hier Löcher machen und dementsprechend durchstecken. Und dann haben wir unterschiedliche Positionen. Wenn wir das Ganze stufenlos verstellen, können wir hier das Rohr einschlitzen. Das ist ein dickes Rohr. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das gespannt bekommen. Aber ich denke, da jetzt gar kein Spiel drin ist, ne, da ist wirklich keine Luft. Wenn wir das hier 2-3 mm einschlitzen, diese 2 Laschen nehmen, vielleicht näher zum Blech, vielleicht nehmen wir noch einen Kragen, ich weiß noch nicht. Und die sitzen hier.
Und dann habe ich diese Schraube. Dann könnte ich das quasi hiermit mit so einer Art Flügelmutter, da können wir so einen Hebel noch dran machen, beiziehen. Das werden wir rausfinden, ob das klappt. Ich gehe schwer davon aus. So, der Punkt ist, wie wir sehen, sonst haben wir alles für die Rollen. Wenn wir uns das mit den Rollen nochmal angucken, die Rolle sitzt hier und die soll sich komplett einmal drehen können. Würde ich das wie folgt machen. Ja, so. Und wie wir sehen, die kann sich hier komplett, das ist super wichtig, damit wir nachher flexibel in der Werkstatt unterwegs sind. Das ist auch gut. Die zusätzlichen Löcher waren jetzt unnötig, ist aber nicht tragisch, ist nicht perfekt. Es gibt jetzt nur noch ein kleines Thema. Wir haben in der Zeichnung das Vierkantrohr gesehen. Das habe ich nicht, aber das ist auch gut so, weil, wenn wir meine Fräse hier anschauen, das hatte ich ja mal ganz schnell zusammengeklatscht. Bin auch nicht stolz drauf. Wir werden diesen Tisch nächstes Mal besser machen, aber wir werden ihn recyceln. Das bedeutet, wir werden diese Vierkantrohre nehmen für unser neues Projekt. Ursprünglich war ja eigentlich eine ähnliche Idee. Schaut mal hier. So. Hat sich nichts getan, weil da halt von der Belastung her dumm gemacht ist von mir. Na, wenn ich jetzt hier drauf drücke, geht das Ganze hoch und ich kann es bewegen. War sehr hakelig, nicht schön und vor allen Dingen, pass mal auf, was jetzt passiert. Wenn ich das jetzt wieder ablassen will, na, das ist keine gute Lösung. Wir werden das neu bauen. Das heißt, das Ding auseinanderschneiden und hier weitermachen. So, jetzt ist wichtig, da wir das Projekt ja gemeinsam machen und ich immer auf eure Kommentare angewiesen bin, weil ihr mich echt weiterbringt. Eure Tipps helfen mir oft, weil unter euch sind sehr viele Maschinenbauer, soweit ich weiß. Wenn du jetzt hier einen gravierenden Fehler im System siehst oder sagst, Igor, das und das, da sollst du drauf achten oder so und so könntest du es ändern, lassen wir es mit hineinfließen. Deswegen würde ich mich echt auf Informationen freuen. Wir sehen im nächsten Teil und ich wünsche euch was bis dahin. Ciao.